Malta oder Zypern, welche Mittelmeerinsel ist steuerlich attraktiver? Das fragen sich viele. Wir haben dazu auch schon einige Videos veröffentlicht. Heute werde ich dir erklären, warum ich denke, dass Malta deutlich attraktiver ist als Zypern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn man auswandert, dann sieht man sich hier mit allen möglichen steuerlichen Komplexitäten konfrontiert. Du wirst in diesem Video sehen, dass wir hier sehr detailliertes Know-how haben zu verschiedenen Ländern und dich hier sehr detailliert beraten können. Wenn auch du auswandern willst, aber im Steuerdschungel verheddert bist, dann würde ich dir empfehlen, zu einem unserer Workshop-Tage zu kommen, wo wir nichts anderes machen, als in kleiner Runde solche steuerlichen Themen wie hier, wo es ums Auswandern geht, beste Wohnsitzstaaten, wie melde ich mich am besten ab, Wegzugsteuer, weiter beschränkte Steuerpflicht, sehr detailliert anhand der konkreten Fälle der anwesenden Teilnehmer besprechen. Das ist eine sehr intensive Erfahrung. Du lernst auch interessante Personen kennen und durch die verschiedenen Fälle, die dir dort präsentiert werden, nimmst du unheimlich viel für deinen eigenen Fall auch mit persönlich nach Hause. Alle Termine dazu auf unserer Webseite perspektiveausland.com, Veranstaltungen, dann schau nach Workshop-Tagen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald auf einem unserer Workshops zu treffen. Wir haben ja schon einige Videos hier gemacht zum Thema Malta und Zypern oder auch nur Malta. Es dürfte relativ gut bekannt sein hier unter euch, dass ich Malta deutlich bevorzuge. Das war schon immer so. Ich habe auch schon zweimal auf Malta gelebt, jeweils ein Jahr. Ich kenne die Insel ziemlich gut. Wir haben Familie dort. Wir betreuen dort sehr viele Mandanten schon seit 2011. Natürlich spielen ja also persönliche Präferenzen durchaus eine Rolle, aber tatsächlich hat das alles rationale Gründe, warum wir denken, dass Malta deutlich besser ist als Zypern. Und das will ich dir heute mal anhand der Steuererklärung in Malta belegen und dir nämlich zeigen, wie einfach dort die steuerliche Erklärung ist, wenn du Non-Dom in Malta bist. Dieses Video richtet sich vor allen Dingen an dich, wenn du nach einem steuerlichen Wohnsitz suchst, wenn du irgendwo die unbeschränkte Steuerpflicht nachweisen möchtest, weil du Deutschland verlässt. Ich denke hier primär nicht an Mandanten, die dann wirklich planen, 365 Tage auf Malta oder Zypern anwesend zu sein. Wenn Malta deine Trauminsel ist oder Zypern deine Trauminsel ist und du dort wirklich einen Großteil des Jahres leben möchtest, wenn es dir so gut gefällt, dass du dort mit Familie hinziehen möchtest, dass deine Kinder dort auf die Schule gehen, dass du dich dort wirklich intensiv in die lokale Community integrieren möchtest, dann ist dieses Video hier nicht für dich gedacht. Zypern ist selbstverständlich eine attraktive Insel. Sie hat viele Vorteile, aber ich denke, für jemanden, der primär an einem Steuerwohnsitz interessiert ist, ohne jetzt dort wahnsinnig viel Zeit verbringen zu müssen, ist Malta deutlich besser. Also wie gesagt, wenn das auf dich nicht zutrifft, dann fühl dich bitte hier nicht angesprochen. Ich möchte ja keinesfalls über Zypern ablästern. Wir haben viele Mandanten, die in Zypern sind, die nach Zypern umziehen. Aber wie gesagt, ich mache hier einen klaren Unterschied zwischen jenen Mandanten, die wirklich dort in Zypern leben wollen, weil es ihnen gut gefällt, weil sie die Lebensqualität anspricht und es dann natürlich auch einige steuerliche Vorteile hat, und jenen, die primär einen Wohnsitz in Zypern einrichten, um dort eben ein steuerliches Domizil zu begründen, was dann rechtssicher ist gegenüber Steuerbehörden in anderen Ländern und natürlich auch gegenüber Banken etc. pp. Zunächst mal muss man sich natürlich immer fragen, warum man überhaupt einen steuerlichen Wohnsitz benötigt. Ja, das ist vielleicht in deinem Fall gar nicht notwendig. Es hängt stark davon ab, welche Einkünfte du hast, woher diese Einkünfte kommen und was du genau nachweisen musst gegenüber Dritten, seien das fremde Finanzämter oder eben Banken, Crypto-Exchanges etc. pp. Vielleicht kannst du in deinem Fall auch komplett Perpetual Traveler sein. Vielleicht brauchst du keinen Nachweis, dass du steuerlich ansässig bist. Vielleicht brauchst du keine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung. Vielleicht brauchst du keine Verbrauchsrechnungen, keinen festen Wohnsitz, keine Steuernummer. Das musst du für dich einfach prüfen. Dazu haben wir ja auch schon einige andere Videos gemacht. Diese Frage werde ich hier nicht beantworten, weil ansonsten wird dieses Video wahnsinnig lang. Hier werden wir schlicht und ergreifend klären, warum Malta meiner Meinung nach der bessere steuerliche Wohnsitz ist als Zypern.
Im ersten Schritt vergleichen wir mal die Steuersysteme. Beide Länder haben den Non-Dom-Status, sowohl Zypern als auch Malta. Im Grunde genommen ja ein britisches Produkt. Inzwischen haben es die Briten abgeschafft, aber in Zypern und Malta gibt es den Non-Dom-Status immer noch. Auch natürlich in Ländern wie zum Beispiel Irland gibt es diesen Non-Dom-Status. Der Non-Dom-Status besagt im Wesentlichen, dass ausländische Einkünfte steuerfrei sind. Und so ist es tatsächlich auch in Malta. Sämtliche ausländischen Einkünfte sind komplett steuerfrei. Also alle Einkünfte, die mit Malta nichts zu tun haben, zum Beispiel Aktien, die du verkaufst in einem Depot, was nicht in Malta ist, Dividenden, die du beziehst von Gesellschaften, die sich nicht in Malta befinden, Provisionen, Kommissionen, Veräußerungserlöse zum Beispiel, welche nicht über eine maltesische Exchange abgewickelt werden. Auch Honorare für Dienstleistungen, Provisionen und so weiter, die du außerhalb Maltas ausübst, sind in Malta komplett steuerfrei. Steuerfrei so lange, wie sie im Ausland bleiben. Das heißt, du darfst sie nicht auf ein maltesisches Konto überweisen oder in Malta verwenden, zum Beispiel über Kreditkarten. Mit dem maltesischen Non-Dom-Status zahlst du eine Pauschalsteuer von 5.000 Euro. Damit darfst du dann 35.000 Euro nach Malta überweisen. Diese 35.000 Euro kannst du zum Beispiel für Miete und Lebenshaltungskosten verwenden. Überweist du Mehreinkünfte, ich rede nicht von Bestandsvermögen, sondern von Einkünften, müssen diese zusätzlich in Malta versteuert werden. In Zypern gibt es ebenfalls den Non-Dom-Status. Der Non-Dom-Status ist leicht anders gewickelt in Zypern, denn in Zypern sind Veräußerungserlöse sowieso steuerfrei, egal ob du Non-Dom bist oder nicht. Das heißt, wenn du in Zypern wohnst, auch wenn du nicht Non-Dom bist und dort zum Beispiel Aktien verkaufst oder Gold oder sowas, dann fällt darauf keine Steuer in Zypern an, auch als Nicht-Non-Dom. Natürlich Veräußerungserlöse auf zypriotische Immobilien sind hier ausgenommen. Der Non-Dom-Status in Zypern bezieht sich daher in allererster Linie auf Dividenden. Dividenden sind normalerweise in Zypern mit der sogenannten Special Defense Tax zu versteuern, eine Art Kapitalertragssteuer. Diese fällt weg, wenn du den Non-Dom-Status hast. Das gleiche gilt auch für Zinsen. Auf die ersten 180.000 Dividenden, die du in Zypern erhältst, musst du dann noch eine Abgabe bezahlen für das nationale Gesundheitssystem NHS, das sind 2,1%. Und ansonsten war es das in Zypern. Der zypriotische Non-Dom-Status bezieht sich aber explizit nicht auf alle Einkünfte. Beziehst du zum Beispiel Provisionen im Ausland oder Gehälter für Tätigkeiten, die im Ausland stattfinden, dann sind diese auch in den meisten Fällen in Zypern zu versteuern. Es gibt Ausnahmen bei bestimmten Tätigkeiten im Ausland, wenn du zum Beispiel mehr als 90 Tage im Ausland arbeitest, dann sind sie auch in Zypern mit dem Non-Dom-Status steuerfrei. Aber es ist eben nicht so wie in Malta, dass grundsätzlich alle ausländischen Einkünfte steuerfrei sind, sondern nur spezifische, im Wesentlichen eben Dividenden und Zinsen fallen natürlich auch darunter. Anders als in Malta darfst du sämtliche Auslandseinkünfte in Zypern nach Zypern überweisen und sie dort ausgeben. Die Einschränkung wie in Malta, dass du ausländische Einkünfte in Malta vor Ort nicht verwenden darfst, diese gibt es in Zypern nicht. Sowohl in Malta als auch in Zypern kannst du eine Gesellschaft gründen. In Malta beträgt der effektive Körperschaftssteuersatz 5%, in Zypern momentan 12%, er wird auf 15% ab 2026 erhöht. Du kannst ja dann den Nettogewinn als Dividende auszahlen lassen. In Malta würdest du also 95% erhalten, in Zypern würdest du 87,5% erhalten. Darauf musst du dann noch die 2,1% NHS-Gebühr bezahlen. Das gibt es in Malta nicht. Also wir sind in Zypern so ungefähr bei 15% Steuern, in Zukunft 17% Steuern. In Malta sind es die 5%. Dafür ist die Firmenstruktur in Malta leicht komplizierter. Das heißt, es lohnt sich tendenziell eher bei höheren Gewinnen. Wir sagen so immer ungefähr ab 250.000. Den Non-Dom-Status in Zypern kannst du für 17 Jahre nutzen. In Malta ist er unbeschränkt nutzbar. Und noch einmal zur Anwesenheit. Wenn du in Zypern ein Unternehmen betreibst oder eine Immobilie erworben hast, musst du dort mindestens 60 Tage im Jahr anwesend sein. Diese minimale Anwesenheit wird ab 2026 gestrichen. Das heißt, du musst dann nicht nur mindestens 60 Tage anwesend sein, wenn du zeigen kannst, dass Zypern dein Lebensmittelpunkt ist oder das Zentrum deiner wirtschaftlichen Interessen. Das heißt, wenn ein Großteil deines Einkommens über deine zypriotische Firma zum Beispiel generiert wird. In Malta gibt es keine minimale Anwesenheitspflicht, die ja gesetzlich verankert ist. Natürlich gibt es wie überall eine 183-Tage-Regelung. Das heißt, bist du 183 Tage da, bist du auf jeden Fall unbeschränkt steuerpflichtig. Aber wenn du nicht 183 Tage da bist, heißt es nicht, dass du dort nicht steuerpflichtig bist. Es gilt eine ähnliche Regelung
wie die in Zypern ab 2026 eingeführt wird, wenn dort eben der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen ist oder aber zum Beispiel dein Lebensmittelpunkt, also zum Beispiel deine einzige Wohnung, die du weltweit langfristig angemietet hast, wenn sich diese auf Malta befindet, dann ist dort dein Wohnsitz, auch dein steuerlicher Wohnsitz und bestimmte Anwesenheitstage sind nicht erforderlich. Soweit, so gut. Jetzt komme ich hier zu den entscheidenden Punkten. Nehmen wir einmal an, du bist jetzt jemand, der Deutschland verlässt und du möchtest gerne einen Wohnsitz in Malta oder Zypern nehmen. Warum würdest du dich für Malta oder Zypern entscheiden? Nun, beide Länder sind in der EU. Es ist sehr einfach, dorthin umzuziehen. Du brauchst kein Visum, keine Aufenthaltsbewilligung etc. Beide Länder sind außerdem Abkommenstaaten von Deutschland. Das heißt, du genießt hier den Schutz eines Doppelbesteuerungsabkommens. Also Dinge wie zum Beispiel die erweitert beschränkte Steuerpflicht entfalten dann im Grunde genommen keine Wirkung oder nur eine sehr beschränkte Wirkung in Form dessen, dass du vielleicht weiterhin Erklärungen in Deutschland einreichen musst unter bestimmten Bedingungen, aber eben Einkünfte, die möglicherweise unter der erweitert beschränkten Steuerpflicht in Deutschland steuerpflichtig wären, sind es dann nicht, weil im DBA festgelegt ist, dass diese am Wohnsitzstaat, also in Malta oder Zypern, zu versteuern sind. Deswegen würde man sich eben für einen solchen Wohnsitz entscheiden und nicht zum Beispiel für einen Wohnsitz in Dubai, denn die VE haben ja bekanntlich kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland mehr. Und natürlich ein weiterer Aspekt ist auch, dass du es bei Banken relativ einfach hast, wenn du innerhalb der EU lebst. Da hast du am meisten Flexibilität. Viele Banken möchten ja dich vielleicht nicht haben, wenn du nicht in einem Land lebst, was der Bank gefällt, was zum Beispiel auf der Blacklist der Bank steht. Und da sind EU-Länder sicherlich Premium-Länder. Ich würde hier, was Singapur betrifft, einen Abstrich machen. Banken in Singapur mögen normalerweise Kunden nicht, die in der EU leben, weil es da einfach viele Beschränkungen gibt hinsichtlich der Produkte, die die Banken dir verkaufen können. Aber ansonsten bei anderen Banken sind natürlich EU-Länder immer eine gute Wahl. Wenn du zu diesem Personenkreis gehörst, dann gehe ich davon aus, dass du nicht vorhast, 365 Tage auf Malta oder Zypern zu verbringen, sondern du wirst dort nur einen Teil des Jahres verbringen. Wie viel hängt sicherlich von deinem Lebensstil ab. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die sind mal 30 Tage auf Malta oder Zypern, dann sind sie wieder 2 Monate weg, dann sind sie wieder 30 Tage da. Wir haben auch Mandanten, die sind dann 3 Monate am Stück da. Das hängt natürlich alles von deinen konkreten Plänen und von deinen Aktivitäten ab und natürlich auch, wie stark du beruflich eingespannt bist. Es gibt ja doch viele Mandanten, gerade jene, die im künstlerischen Bereich tätig sind oder auch im Beteiligungsgeschäft, die letztlich weltweit dauerreisend sind, die jetzt in keinem der Länder unbedingt hier sehr viel Zeit verbringen können, weil sie einfach beruflich, geschäftlich so eingebunden sind. Wenn du ein solcher Reisender bist und dann nur gelegentlich zu Hause bist, mit zu Hause meine ich jetzt Malta oder Zypern, dann sind dir kurze Wege natürlich wichtig und da hat natürlich eindeutig Malta die Nase vorn. Die Insel ist sehr klein, du bist innerhalb von 45 Minuten überall mit dem Auto oder beziehungsweise dem Taxi. Das heißt, du kommst am Flughafen an und bist innerhalb von kurzer Zeit dann in deiner Wohnung zurück oder in irgendeinem schönen Hotel. Und wenn du dann am nächsten Tag irgendwelche Besorgungen erledigen musst, vielleicht gehst du zur Bank, vielleicht zur Behörde oder sonst was, ist das in den meisten Fällen eine 10-minütige, 15-minütige Taxifahrt entfernt. Du kannst die Sachen erledigen, du hast kurze Wege und bist dann wieder zurück. Zypern ist natürlich viel größer, was auch ein Vorteil sein kann. Aber eben, wenn du nur gelegentlich da bist, ist das eigentlich recht unpraktisch. Das heißt, das lange Wege, alles dauert deutlich länger und du hast nicht diese Effizienz hier auf kompakten Raum, wie du sie eben in Malta nutzen kannst. Außerdem ist natürlich Malta deutlich näher an Zentraleuropa als Zypern. Malta ist in der gleichen Zeitzone wie Deutschland. Normalerweise dauert ein Flug zum Beispiel von Deutschland 3 Stunden. Du hast viele deutsche Städte, die Malta anfliegen. Zypern liegt ja praktisch vor der Küste der Türkei, also das ist nochmal ein ganzes Stück weiter östlich. Das heißt, für jemanden, der viel reist, ist natürlich diese Erreichbarkeit sehr wichtig. Und obwohl der Flughafen in Malta ziemlich klein ist, ist er eigentlich ziemlich gut angebunden, weil natürlich Malta so eine wichtige Feriendestination ist. Malta ist außerdem Teil der Schengen-Zone, das ist Zypern nicht. Hier gibt es also grundsätzlich keine Passkontrollen und es gelten die gleichen Visa- und Anwesenheitsregeln wie in anderen Schengen-Ländern auch. Das ist in Zypern nicht der Fall. Ich komme nun aber zum entscheidenden Vorteil, denn es soll ja hier vor allen Dingen um die steuerlichen Themen gehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass du unter dem zypriotischen Non-Dom-Status hier von einigen Steuern befreit bist. Tatsächlich ist aber die Nachweispflicht in Zypern sehr viel umfangreicher
als in Malta. Du musst zunächst mal hier in Zypern nachweisen, dass du eben überhaupt hier Tax Resident bist. Das heißt, du kennst ja diesen Yellow Slip, du musst deine Anwesenheit nachweisen über Belege, über Flugtickets und so weiter und so fort. In Zukunft wirst du nachweisen müssen, dass du deinen Lebensmittelpunkt hast, wenn du dort nicht mindestens 60 Tage verbringst. In der Steuererklärung in Zypern musst du dein weltweites Einkommen erklären. Und das heißt auch jene Einkünfte, die steuerfrei sind. Das heißt auch deine Veräußerungserlöse, auch zum Beispiel deine weltweiten Dividenden, alles, was du verdient hast, musst du in Zypern einreichen. Das heißt, du musst im Grunde genommen eine Steuererklärung machen, wie in Deutschland auch. Dann wird die von der Steuerbehörde geprüft und dann gibt dir die Steuerbehörde Bescheid, ob sie als solche akzeptiert wird. Oftmals ist es aber in Zypern so, dass hier die Steuerbehörde dann ein Fass aufmacht, insbesondere im Bereich Krypto. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass in Zypern grundsätzlich Veräußerungserlöse steuerfrei sind. Wenn aber die Steuerbehörde hier das Gefühl hat, dass du aufgrund geringer Haltefristen oder auch häufiger Verkäufe gewerblich tradest, dann sind die Einkünfte nicht mehr steuerfrei und du musst dann Einkommensteuer darauf bezahlen. Wenn du anschließend, nachdem du die Steuererklärung in Zypern eingereicht hast, zum Beispiel ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bekommen willst, dann wirst du dieses in Zypern nur im DBA-Kontext erhalten. Das heißt, du musst angeben, für welches Land du dieses steuerliche Ansässigkeitszertifikat brauchst. Und wenn Zypern mit diesem Land hier kein Doppelsteuerungsabkommen eingegangen ist, dann bekommst du keine Ansässigkeitsbescheinigung. Das ist in vielen Fällen egal, denn Zypern hat ja DBAs mit den wichtigsten Ländern, inklusive zum Beispiel auch die USA und Deutschland. Das ist ja wichtig, dass du auch zum Beispiel Dividenden aus den USA, wenn du in Zypern ansässig bist, hier zu einem günstigeren Steuersatz letztlich vereinnahmen kannst. Das heißt, da werden nur 15% Quellensteuer dann in den USA einbehalten auf die Dividenden. Aber es bekommt eben nicht so jeder ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat in Zypern. Jedenfalls gibt es ja auch wieder bürokratische Hürden, über die du springen musst. Ich werde das Ganze jetzt für Malta erklären. Und zwar werde ich dir das veranschaulichen anhand der maltesischen Steuererklärung, die ich dir jetzt hier auf einem Screen zeigen werde. So, hier haben wir nun den entscheidenden Abschnitt der maltesischen Steuererklärung. Du siehst sicher, wenn du hier die Erklärung von 2022, ab 2023 ist dann alles online in Malta. Das heißt, es gibt diese PDF-Formulare nicht mehr so ohne weiteres. Für 2022 bekommen wir noch ein PDF-Formular. Ich habe hier schlicht und ergreifend die Seite der Steuererklärung eingescannt. Also, vorhin hatten wir ja gesagt, in Zypern musst du zunächst mal nachweisen, dass du dort Resident bist. Also Tage nachweisen, Flugtickets und so weiter und so fort. Ebenfalls musst du in Zypern deine gesamten weltweiten Einkommen offenlegen. So, was musst du in Malta angeben? Residency status for the year 2022. Were you a resident of Malta for income tax purposes? Yes, hier gibst du ein Ja an. Und das ist alles, was du angeben musst. Das heißt, du musst selbst für dich bestätigen, dass du in Malta steueransässig warst. Du musst keine Nachweise liefern. Du musst nicht nachweisen, wie viele Tage du anwesend warst. Du musst keine Flugtickets zeigen. Du musst nichts zeigen. Du musst bestätigen, warst du in Malta steueransässig oder nicht. Punkt. Die weitere Frage hier, did you reside in Malta at any time, bezieht sich dann auf jene, die nicht in Malta steuerlich ansässig waren für das ganze Jahr. Hier wird dann eben ermittelt, ob sie für einen Teil des Jahres steuerlich ansässig waren. Das muss man aber nur ausfüllen, wenn man hier Nein ankreuzt. Und auch Frage 3 muss man nur ausfüllen, wenn man hier Nein angekreuzt hat. Wenn man aber hier Ja ankreuzt und bestätigt, ich war in Malta steuerlich ansässig, dann musst du direkt zur Frage 4 gehen. Die Frage 4 ist, were you ordinarily resident in Malta but not domiciled and you derived not less than 35.000 Euros income from outside Malta? Das heißt, hier wird gefragt, warst du zwar resident in Malta, aber not domiciled. Du warst also ein Non-Dom. Das ist ja die Non-Domiciled, heißt du warst Non-Dom. Und hattest du höhere Auslandseinkünfte als 35.000 Euro. Hier machst du dann ein Ja hin. Und damit hat sich diese Steuererklärung in Malta erledigt. Du musst hier keine Angaben machen zu weiteren Einkünften, außer du hättest jetzt Einkünfte aus Malta, zum Beispiel ein Gehalt, da müsste man es natürlich angeben. Aber unter der Annahme, dass du nur ausländische Einkünfte hattest, zum Beispiel Krypto, Dividenden,
Provision, Kommission oder auch Honorare, die du bezogen hast für eine Tätigkeit außerhalb Maltas, wenn du also auf Reisen zum Beispiel eine US-LEC verwendet hast, damit abrechnest und dann hier entsprechende Einkünfte erhalten hast, dann gibst du hier einfach ein Ja an, du zahlst deine 5.000 Euro Steuern und das war's. Also, wie du schon sehen kannst, wenn du mal den Aufwand vergleichst, den du im einen Land hast und im anderen, dann müsste ja jetzt schon dir völlig klar sein, welches Land das bessere ist. 100 von 100 Mandanten, die ich kenne, haben erstens keine Lust, unnötige Informationen an den Staat zu übermitteln und den Staat wissen zu lassen, was sie so verdienen, was sie so treiben, und haben zweitens keine Lust, hier komplizierte Erklärungen auszufüllen, wo sie ihre Einkünfte genau dann erklären müssen. Und möglicherweise müsst du dann auch in Zypern wieder Cointracking machen und so weiter, denn die wollen ja sehen, wie lange du welche Coins im Bereich von Krypto zum Beispiel gehalten hast. In Malta musst du gar nichts angeben. Du musst auch keine Kontoauszüge einreichen. Du musst nichts einreichen. Jedenfalls, solange das alles ausländische Einkünfte sind, die mit Malta nichts zu tun haben, sondern die im Ausland geblieben sind. Du darfst dann, wie gesagt, 35.000 Euro nach Malta ausbezahlen. Diese darfst du dann in Malta beliebig verwenden. Diese sind eben mit den 5.000 Euro Pauschalsteuern abgegolten, die du ja als maltesischer Non-Dom bezahlen musst. Und noch ein anderer wichtiger Punkt übrigens. Das deutsch-maltesische DBA hat keine Öffnungsklausel, anders als das zwischen Deutschland und Zypern. Die Öffnungsklausel erlaubt es einem Vertragsstaat dann sozusagen hier mit Gesetzesänderungen in das DBA hier reinzugrätschen und dieses möglicherweise einseitig zu ändern oder bestimmte Artikel außer Kraft zu setzen. Das ist natürlich nur relevant, wenn du jetzt Einkünfte hast, die aus deutscher Sicht hier noch relevant sind. Also würdest du zum Beispiel eine Abfindung bekommen von einem deutschen Arbeitgeber für eine Karenzzeit, das heißt für eine Zeit, wo du nicht arbeitest und hier letztlich für ein Konkurrenzverbot bezahlt wirst, dann wäre dies in beiden Staaten Malta und Zypern steuerfrei. Also nur dann ist natürlich überhaupt das DBA hier für dich relevant und natürlich auch im Rahmen der weiter beschränkten Steuerpflicht. Aber hier ist das DBA zwischen Malta und Deutschland eindeutig vorteilhafter. Und das sind meine Gründe, warum ich Malta hier für den genannten Personenkreis, also jene, die irgendwo eine rechtssichere steuerliche Residenz brauchen, besser geeignet als Zypern. Mir ist schon klar, dass Malta viele Nachteile hat. Malta ist eine kleine Insel. Wenn du mal da warst, musst du dir das so vorstellen wie Jerusalem, wie Beirut, wie Istanbul, wie solche Städte. Also im Grunde genommen wie im Mittleren Osten, dicht gedrängt, laut, überall dieser gelbe Kalksandstein verbaut, sehr viel Verkehr, Abgase, trocken, dreckig und so weiter und so fort. Ja, mir ist das völlig klar. Ich habe dort selbst 2 Jahre gelebt. Mir hat es ehrlich gesagt trotzdem gefallen. Ich bin natürlich auch in der Zeit relativ viel gereist. Ich habe da auch mit Kindern gelebt, ja. Aber wenn es dir darum geht, eine steuerliche Ansässigkeit zu begründen und du jetzt nicht das Land deiner Träume suchst, wo du dich jetzt mehrheitlich aufhältst, dann ist meiner Meinung nach Malta eindeutig die bessere Wahl. Zu guter Letzt wollte ich dir auch noch mal hier kurz das steuerliche Ansässigkeitszertifikat zeigen. So, hier haben wir es, ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat aus Malta aus 2021, wo letztlich bestätigt wird, dass ein Steuerzahler in Malta ansässig ist. Was du hier sehen wirst, ist, dass es nicht spezifisch für ein Land ausgestellt wurde. Ich hatte ja vorhin angedeutet, dass es kompliziert sein kann, ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat in Zypern zu bekommen für bestimmte Länder. Das gleiche Problem gibt es auch in anderen Ländern. Also zum Beispiel für Deutschland würdest du jetzt in Dubai kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bekommen, weil es kein DBA gibt mit Deutschland. In Malta hat man es so geregelt, dass man die Ansässigkeitszertifikate nicht DBA-spezifisch macht. Das heißt, wie du hier siehst, hier gibt es einfach ein Residence Certificate. Damit wird bestätigt, dass du steuerlich ansässig bist, aber es ist nicht für einen bestimmten Staat, nicht für ein bestimmtes DBA ausgestellt. Das ist hier ein großer Vorteil. Dieses Residence Certificate kannst du hier überall zeigen, bei Banken oder auch bei Staaten, Finanzämtern, die danach fragen. Und es wird eben ausgestellt, völlig unabhängig von dem jeweiligen DBA-Status. So, wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern und im Ausland hier ein entsprechendes Land suchst, wo du dich steuerlich niederlassen kannst, möglicherweise Malta, möglicherweise Zypern, da würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen hier steuerlich zu unterstützen. Steueroptimierung im Ausland, Auswandern, das Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen, das sind unsere Themen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.